Heute in diesem Video, wie richte ich Netzwerke ein, wie richte ich Profile ein, wie richte ich ein, dass die Profile auch auf den entsprechenden Switch-Ports liegen und so weiter und so fort. Und natürlich mit ein bisschen Theorie. Am Anfang mal ganz kurz, wie ihr seht, es ist unverändert. Es gibt einen LAN-Port an Port 1, da hängt mein Access Point dran, das läuft ja alles zum Test. Und an Port, was ist das, Port 5 sehe ich gerade, hängt auch mein PC dran, sodass wir gleich einfach auf diesem Port auch den Port Up und Down nehmen können, um das Ganze auszuprobieren. Als allererstes ein bisschen Theorie. Wir wollen mal so grob das einrichten jetzt. Das heißt, frei übersetzt, wir richten uns jetzt mal 5 Netzwerke ein. Im Video machen wir jetzt nur 3, ist ja egal. Aber egal, dafür ist die Separierung ja da, dass wir die Netzwerke ja separiert haben. Standardgemäß können die auch untereinander kommunizieren. Das heißt, die werden standardgemäß von der Dream Machine geroutet und können dementsprechend auch ins Internet, aber auch gemeinsam in die anderen Netzwerke rein kommunizieren. Das ist der Standardweg. Das lassen wir jetzt auch erstmal gleich so, werden Switchports konfigurieren und diese Switchports oder die Profile konfigurieren und auf den Profilen liegen dann die WLANs hinter, damit wir auf den entsprechenden Ports auch die entsprechenden Netzwerke wiederfinden. Damit fangen wir an. Ich bin in der alten Oberfläche, klar in der neuen Oberfläche, es ist einfach meiner Meinung nach beschissen, deswegen bleiben wir hier in der alten Oberfläche und setzen direkt hier bei den Netzwerken an. Wie ihr seht, es gibt schon 3 Standard vorkonfigurierte, die kann ich hier auch nicht löschen, die könnte ich nur bearbeiten. Das sind die 2 WAN-Netzwerke, also es gibt ja 2 WAN-Ports auf der Dream Machine Pro und es gibt direkt ein vorkonfiguriertes LAN-Netzwerk, also es muss schließlich ein einziges Netzwerk irgendwie vorhanden sein, das erzwingt uns zumindest Ubiquiti und das ist hier das sogenannte LAN-Netzwerk. Das ist auch hier definiert als LAN 192.168.1.0/24. Da können wir auch reinschauen. Das ist, glaube ich, immer noch die Standardkonfiguration. Das heißt, es ist ein ganz normales Netzwerk. Das ist auch völlig in Ordnung konfiguriert. Das lasse ich auch so stehen. Wir bauen einfach eigene. Das heißt, wir gehen zurück über Netzwerk, sagen einfach neues Netzwerk erstellen. Schnell unser Bild aufmachen. Wir haben gesagt, wir wollen ein Produktivnetz haben. Ja, wollen wir. Also nennen wir das Ganze hier Produktiv. Und ja, jetzt haben wir die Auswahl und Verwendung. Wofür ist das Ganze denn gedacht? Natürlich, hier steht jetzt Unternehmen. Ich habe es auf Deutsch gemacht. Ich sage es extra immer, deutscher Kanal. Sollen die ganzen Sachen auch gerne auf Deutsch sein, auch wenn es vielleicht nicht immer so das Schöne ist. Unternehmen heißt hier wirklich normales Netzwerk, komplett verwaltet durch die Dream Machine und nicht irgendwie durch irgendjemand anders oder sonst was. Gast wäre natürlich sowas abgekapseltes. Das heißt, der Gast könnte nirgendwo anders hin kommunizieren. Ist vielleicht mal ein anderes Thema. Nur WLAN ist schon wieder ein bisschen spezieller. Da kann man wirklich hier nur ein WLAN anlegen. Da muss man aber schon wieder wissen, was tut man im Endeffekt. Möchte ich jetzt vielleicht dieses WLAN irgendwo auf irgendeinen Trunkport legen und so weiter und so fort. Und die anderen 2 Punkte sind halt eben für VPN. Dazu kommen wir auf jeden Fall. Noch nicht jetzt in diesem Video, in einem anderen. Gut, Schnittstelle LAN, wir haben jetzt hier nichts weiter als LAN. Ich weiß nicht, warum Ubiquiti da halt eben so ein Ding draus macht, hier eine Schnittstelle zu definieren. Es gibt nur die Schnittstelle LAN, wir können hier nichts anderes auswählen. Zum Beispiel, ich habe gehört, bei dem Secure Gateway gibt es da 2 LAN-Schnittstellen, da gibt es aber auch dementsprechend irgendwie 2 Ports. Keine Ahnung, warum das hier so komisch definiert ist. Ich vermute einfach mal. Das Ding ist ein bisschen größer und es ging einfach nicht anders. Egal. Ja, WLAN sind wir jetzt frei wählbar. Ich glaube, man kann WLANs bis 4096 definieren. Wir sagen jetzt einfach mal, Productive ist WLAN 10. Sagen wir einfach mal. Gateway-Typ. Hier steht auch noch Alpha hinter. Dann habe ich die Auswahl zwischen Standard und Switch. Ich wechsle mal dazwischen. Ihr habt gesehen, es ändert sich hier unten ein bisschen. Muss ich aber auch 6-mal hingucken, es ändert sich gar nicht so viel. Es wird hier nur der DHCP-Server-Bereich wird verkleinert. Doch wo ist da der Unterschied? Bei Switch, den ich hier stehen habe, einmal kurz umgeschaltet, das ist ein Level 3 Switch. Das heißt, dieser Switch kann auch Routing-Aufgaben übernehmen. Das heißt, der ist ein bisschen schlauer als ein normaler Switch. Ich versuche es einfach zu handeln. Der kann halt eben auch Routing, ohne halt eben die Dream Machine dadurch zu belasten. Das heißt, der ist schlau. Der sieht, wenn jemand von Netzwerksegment A zu Netzwerksegment B quatschen möchte. Das Ganze müsste geroutet werden. Das kann der Switch. Aber auch nur hier, wenn man den Punkt auswählt, dieses ganze Netzwerk soll über diesen Switch, über diese Switch-Intelligenz, was Sinn macht, geroutet werden. Dann wird die Dream Machine nicht belastet, sondern der Switch übernimmt eben die Aufgabe dazu. Also, wir wählen hier den Switch aus, in unserem Falle jetzt, weil ich eigentlich ja wüsste, ich hätte unten auf meinem Switch die ganzen Ports drauf. Jetzt gerade habe ich ja alles oben auf der Dream Machine drauf, wie ihr gerade gesehen habt. Deswegen wähle ich jetzt
in meinem Falle einfach hier Standard aus, dass wir das Ganze über die Dream Machine drüber machen. Wenn ihr unten mit euren vielen Segmenten unten den Switch vernutzt, den Level 3 switcht, auch dann wird er euch nur hier angezeigt, dann macht Sinn, da hier natürlich Switch auszuwählen, damit die Intelligenz direkt dort unten im Switch drin ist, damit nicht so viel über die Uplinks kommuniziert wird. Das war ganz, ganz wichtig. In meinem Fall jetzt steckt ja alles auf der Dream Machine, ich lasse es jetzt einfach hier auf Standard. Ja, jetzt kommt schon. Jetzt brauchen wir so ein bisschen Grundverständnis von Netzwerktechnik. Das heißt, wir richten uns jetzt einfach ein Netzwerk ein. Wir haben gesagt WLAN. Manchmal macht man das, manchmal kann man es machen. Wir machen es jetzt hier auch. WLAN 10 ist halt eben auch außerdem mein 10er Subnetz-Segment. Und hier sagen wir jetzt einfach, 1 Gateway-IP ist die 1. Das ist er selber nachher. Netzwerkbereich ist hier bla bla bla, das können wir jetzt noch selber sagen. Und Domainname. Wer jetzt zu Hause ein bisschen mit Domäne rumfuchtelt und was nicht alles, kann jetzt natürlich auch eine Domäne hier einrichten. Wir sagen jetzt hier mal youtube.local als Beispiel. Das sind halt eben meine PC-Geräte und WLAN-Geräte nachher, die in dem Productive-Netz unterwegs sind, in der Domäne. Nehmen wir mal youtube.local. IGMP-Snooping ist jetzt bei mir hier nicht wichtig. In meinem Productive-Netz ist jetzt nichts, was viel Multicast irgendwie macht. Deswegen kann ich es außen vor lassen, verbraucht halt eben nur so ein bisschen CPU-Last. DHCP-Modus, ja, wir sind ja hier auf Standard einfach unterwegs, so wie es für den typischen Mann oder Frau oder S zu Hause halt eben ist, dass man halt eben sagt, alles klar, ich mache halt eben den DHCP-Server über die Ubiquiti-Kiste und dann ist der Punkt hier richtig und wir geben jetzt noch den DHCP-Bereich an. Den wähle ich jetzt hier oben aus. Ich sage jetzt mal die erste IP-Adresse ab 20 und die letzte IP-Adresse, sagen wir mal, bis 200. Dann habe ich mir vielleicht noch selber was irgendwie reserviert. Das ist aber auch alles. DHCP-Name-Server, wenn ich hier auf Auto lasse, dann übernimmt einfach die Ubiquiti die Aufgabe des DNS-Servers. Die hat ja hier standardgemäß in ihren Hauptsettings DNS-Server eingetragen. Wenn ich das nicht möchte, kann ich hier auch eigene definieren. Cloudflare, hier Google noch hinterher. Und dann bekommen die Klienten über den DHCP-Server diese DNS-Server mitgeteilt. DHCP-Lease-Zeit heißt ganz normal, wie lange soll der Klient diese IP-Adresse behalten. Im Regelfall geht so ein Handy zum Beispiel hin und fragt ja sowieso regelmäßig ab, kann ich die IP-Adresse behalten? Und dann sagt der DHCP-Server, klar, behalt. Und dann ist die Lease-Zeit wieder verlängert. DHCP Gateway IP lasse ich hier natürlich auf Auto, denn er ist ja selber Gateway. Ich könnte aber natürlich auch, wenn ich andere, bisschen speziellere Netzwerke definiere, hier eine andere Gateway IP-Adresse definieren, als es jetzt gerade hier oben ist. Wir lassen es jetzt auf Auto, damit ist es nachher die 10.1. DHCP Unify Controller, jetzt gucken wir mal DHCP Option 43, keine Ahnung was das ist. Ich weiß auch nicht, warum der DHCP-Server die Unify Controller IP-Adresse wissen müsste. Es ist im Endeffekt für ihn auch das Gateway von diesem Netzwerk und meine WAN-IP-Adresse kann ich ihm hier schlecht geben. Deswegen habe ich eigentlich gerade keine Ahnung, was er von mir will. Ich bin jetzt einfach mal dreist und sage, eigentlich erreiche ich unter dieser IP-Adresse gleich den Unify Controller. Also lassen wir es so mal hier drin stehen. DHCP Guarding ist wieder eine speziellere Sache, das heißt, wenn ich überwachen möchte, dass nur ein spezieller DHCP-Server IP-Adressen vergibt, wenn die Dream Machine es nicht selber ist, dann kann ich das hier aktivieren und sagen, nur der und der und der DHCP-Server darf hier IP-Adressen vergeben und sonst kein anderer. UPnP LAN ist, glaube ich, dieses Unify Point, also wenn man halt eben hier so eine Playstation anschließt und die irgendwie selber Ports öffnen will, keine Ahnung, lassen wir auch erstmal raus, brauchen wir nicht. Erweiterte DHCP-Optionen, schon schick, jetzt sind wir schon ein bisschen Deep Diver drin. Ich kann sogar einen eigenen NTP-Server hier definieren für dieses Netzwerk, falls auf einmal dieses Netzwerk in anderen Zeitzonen steht. Schicke Option. Was auch eine schicke Option ist, womit man sich mal beschäftigen sollte, ist ziemlich cool. Es gibt hier so eine Art Netzwerkboot. Ich komme auf das Protokoll jetzt gerade nicht, wie es heißt. Egal, man kann den PC dann einschalten und dann wird von Netzwerk quasi eine ISO-Datei gestartet, wo drin dann zum Beispiel ein Ubuntu installiert wird. Oder man startet so ein, wie heißt das denn? Boot from LAN, irgendwie. Egal, auf jeden Fall kann man dann zum Beispiel ein Betriebssystem installieren. Das heißt, man kann sich ein Netzwerk konfigurieren, wo drin dann beispielsweise eine automatische Windows-Installation gestartet wird. Das heißt, ihr möchtet euren PC neu installieren, ihr steckt einfach euren PC in das andere WLAN, andere Netzwerk ein und zack, ihr habt direkt die ISO-Datei, die wird gestartet und ihr könnt installieren. Also ein Installationsnetzwerk, sage ich mal. Ja, DHCP-Zeitversatz und jetzt wird es komplizierter, WPAD-URL, das ist halt eben für Browser, ich glaube für Proxy-Einstellungen und. Gehen wir erstmal nicht drüber. Hier IPv6 Netzwerkkonfiguration. Können wir auch mal kurz anschneiden. Ich sag mal, ich habe hier zwei Optionen. Einmal statisch und einmal Präfixdelegierung.
Rein theoretisch macht es am meisten Sinn, meiner Meinung nach, das ganze Präfix-Delegierung zu machen. Dann stehen nämlich die Geräte, haben die eine eigene IPv6 öffentliche, ganz wichtig, öffentliche IPv6-Adresse. Und Delegierung heißt, ihr bekommt ja von eurem Hosting-Provider, wenn ihr Internet bezieht, häufig, es kommt darauf an, was für ein Modell ihr habt, eine IPv6-Subnetzadresse zugewiesen. Das heißt, ihr bekommt einen Teilbereich zugewiesen. Der Teilbereich ist millionengroß. Und aus diesem Millionengrab zieht ihr euch sozusagen einfach eine Adresse raus für diesen Client. Das passiert ja bei der Präfix-Delegierung für IPv6. Und hier natürlich Auswahl am WAN-Port oder am zweiten WAN-Port. Wer das nicht will, kann auch hier ein eigenes IPv6-Netz jetzt definieren. Gibt ja hier die FE bis, ich kenne es nicht auswendig, FE60 oder FE80 bis FF80. Ich weiß es nicht auswendig, muss ich auch nicht auswendig wissen. Kann man dann hier definieren und dann kann man für die Klienten auch ein lokales IPv6-Netz definieren. Wir lassen jetzt hier es aus. Ich brauche nicht, ich mache gerne Nothing, wenn ich IPv6 hätte und fertig. Und damit drücke ich einfach mal auf Speichern. Damit gibt es jetzt unser Productive-Netz, so wie es hier bei uns in der Umgebung angegeben worden ist, mit WLAN 10. Jetzt werde ich mit euch zusammen schnell mal 2 weitere Netze einfach anlegen. Wir gucken mal rein. Wir haben noch die Testumgebung und ich mache noch Wireless. Das geht natürlich jetzt ein bisschen schneller. Jetzt kommt keine Erklärung so wirklich. Also, ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Labor. Auch hier, es bleibt einfach ein Unternehmen. WLAN-ID ist jetzt 11 oder 20. Ich nehme jetzt 11. Gateway ist klar, 192.168.11.1/24. Das ist jetzt einfach mein Netzwerk fürs Labor. Domainname ist, nennen wir es auch labor.local. DHCP-Server ist er natürlich selber. Die IP-Adressenbereich ist jetzt auch wieder von 20 bis 200. Ist einfach freie Meinungsäußerung. Auch ja, der darf wieder ins Internet mit DHCP, mit DHCP sag ich schon, mit einem DNS-Server. Die Unify-Adresse, habe ich ja eben schon gesagt, kleines Fragezeichen, mache ich mal an. Sonst brauche ich nichts. DHCP-Optionen ist mir alles egal. Dafür habe ich jetzt ein Netzwerk angelegt namens Labor. Auf die Schnelle direkt mal noch eins. Das Ganze nennen wir WLAN. Auch hier kommt das Ganze jetzt in 12. 192.168.12.1/24. Fupp. Domainname ist wlan.local. Wir wollen die jetzt wirklich hart unterscheiden. Ne? Bereich ist auch hier wieder von 20 bis 200. Kopieren wir wieder die IP-Adresse hier oben. Unify Controller. Bla 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 bla. Das ist alles richtig. Das ist alles auch richtig. Wo hatten wir es gerade? Name Server. Machen wir auch hier dasselbe. 8.8.8. Und speichern und fertig. Damit habe ich jetzt wirklich, ihr seht, Labor, LAN, Productive und WLAN angelegt. Wirklich 3 grundsätzlich verschiedene Netzwerke, die aus ihren Subnetzen halt eben wirklich miteinander geteilt sind. Das heißt, wenn man von A nach B kommuniziert, dann wird das Ganze nicht geswitcht, Layer 2, sondern das Ganze wird geroutet, Layer 3. So, die 3 Netzwerke haben wir jetzt und ich habe euch ja eben schon mal gesagt gehabt, standardgemäß, werden wir jetzt auch nicht ändern, gehen wir jetzt deswegen einmal in die Firewall rein, sind die in der Lage, untereinander zu kommunizieren. Das heißt wirklich laut Firewall, laut Ubiquiti ist der Standard, dass man halt eben zwischen diesen Netzwerken automatisch auch routen und kommunizieren kann. Das heißt, es gibt eigentlich noch keine Separierung. Was wir jetzt machen müssen, um das Ganze zum Laufen zu bekommen, ist jetzt Folgendes, weil ab jetzt, finde ich, ist es eigentlich bei der Ubiquiti so ein bisschen doof. Denn was ist denn jetzt, wenn ich jetzt bei der UDM Pro hier, um das jetzt zu konfigurieren, zeige ich euch, ihr müsst jetzt über die Geräte gehen und dann könnt ihr euch ja für die Geräte einzeln diese Ports anzeigen lassen hier. So, ihr seht jetzt, auf Port 1 gibt es auch schon ein Profil und da sind wir jetzt bei dem richtigen Wort Profil. Ich habe jetzt ja hier auch meinen PC dran stecken, an Port 5, habe ich euch ja eben gezeigt, zeige ich euch, Port 5, ne, das ist hier das Kabel hier, ne, nicht das weiße, das an Port 5 ist mein PC, das kann ich hier gleich aktivieren. Und ja, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich in dem Profil All, wo alle Netzwerke draufhängen, aus welchem dieser Netzwerke bekomme ich denn jetzt eine IP-Adresse? Das ist ein bisschen doof gemacht, denn standardgemäß steht das jetzt auf All, das gucken wir uns jetzt schnell einmal an. In den Einstellungen unter Profile gibt es jetzt hier unter Switchports sozusagen den Punkt All. Wenn ich da auf Anzeigen gehe, seht ihr auch Produktiv 10, Labor 11, WLAN 12.
Dieses LAN wird hier schon gar nicht mehr ausgewählt, weil es das native Netzwerk ist. Deswegen vermute ich jetzt hier mal ganz, ganz stark, dass mein PC, der ohne irgendeinen WLAN-Tag kommt, jetzt gleich in dieses LAN-Netzwerk geschwuppt wird, aber trotzdem liegen an diesem Port irgendwie diese Netzwerke an, als tagged. Das heißt, ich müsste in meinem PC mittels Software sagen, okay, an diesem Netzwerkport hängt halt eben das Netzwerk mit dem und dem WLAN dran. Aber ganz anderes Thema. Egal, das war zur Erklärung einmal, um die Übersicht zu bekommen, wofür sind denn die Profile mit den Switch-Ports da. Rein theoretisch hängt jetzt an diesem Port 5, ich hole ihn wieder hier hervor, an diesem Port 5, weil ja hier Profil All steht, gehen wir mal rein, hier Switchport Profil All, alle unsere Netzwerke, die kann ich hier ja auch aufrufen. Produktiv, Labor, LAN, WLAN, LAN, die hängen da alle jetzt gerade eben dran. Ne, das heißt, eigentlich müsste alles kommen. Da aber unter der Kategorie, unter dem Profil All als natives Netzwerk das Netzwerk LAN definiert ist, vermute ich mal, wenn ich jetzt hier meine Netzwerkschnittstelle auf Port 5 Up and Running nehme, wird dort das Netzwerk LAN, also dieses vorkonfigurierte Netzwerk kommen. Machen wir jetzt. Also, ein Klick auf Aktivieren. Damit, mein PC ist auch mit auf Port 5 da verbunden. Netzwerkidentifizierung und wir sind jetzt in Netzwerk 10 drin. Status. Ich hole euch das Fenster vor. Tut mir leid, ist ein bisschen klein, geht nicht anders. Aber jetzt seht ihr hier Netzwerk 1.156. Das heißt, ich bin jetzt in dem LAN-Netzwerk drin. So, hat uns gefreut. Machen wir direkt wieder aus, denn das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja, dass mein PC im Produktivnetz unterwegs ist. Nur jetzt mit diesem Netzwerkport. Das heißt also, wir wählen hier unter den Switchport, Port 5 habe ich ausgewählt, hier Port 5, wählen wir Produktivnetz aus. Und das war's. Das heißt also, wir haben halt eben auf diesem Port nur noch WLAN 10 liegen. Ne, und das ist auch ganz einfach mein Netzwerk. So, jetzt können wir hier noch hinschreiben, Dennis PC, dann heißt das Ganze nicht mehr Port 5, sondern Dennis PC einfach. Okay, ein Klick auf Übernehmen und jetzt steht hier auch Produktiv auf dem Port 5. Der Port heißt jetzt Dennis PC. Wunderbar. Wir gehen nochmal was kurz kontrollieren in den Profilen. Jetzt wurde ich gerade unterbrochen, ich wollte euch die Switch-Ports nochmal zeigen und beziehungsweise das entsprechende Profil. Hier haben wir jetzt das Profil Produktiv. Da gehen wir einmal rein und da sehen wir jetzt, als natives Netzwerk ist jetzt hier ausschließlich Produktiv 10 ausgewählt. Das heißt, wenn jetzt mein PC kommt und über dieses Profil da rein kommuniziert, beziehungsweise das Profil liegt auf diesem Port, dann greift sofort WLAN 10. Mein PC hat ja keine Informationen von irgendwelchen WLANs, der kennt sich damit nicht aus. Jetzt gerade, und deswegen wird er dann auch in 10 reingeschmissen. Also, letzte Kontrolle, wir gehen zur Dream Machine, öffnen wieder die entsprechenden Ports, scrollen zu Port 5, Dennis PC, da steht jetzt Produktiv, wunderbar. Also, was machen wir? Wir aktivieren den Port und sagen mal Go. Dauert natürlich eine Sekunde, jetzt gleich wird mein PC hier wieder meckern, neues Netzwerk erkannt und tralala. Und wird jetzt erstmal verschlucken. Jetzt seht ihr es nicht, auf der rechten Seite taucht dieses typische Drecks-Windows-Dings-Fenster auf. Möchtest du, dass das im öffentlichen Netzwerk drin ist oder sonst wo? Egal. Hier haben wir jetzt Status, wir gucken rein, Details, Netzwerk 10, 192 oder 68, 10.21 ist scheinbar die erste IP-Adresse, die ihr da vergibt. Und auch hier sehen wir die DNS-Server, die wir selber vergeben haben. Das heißt, wir hängen jetzt in diesem Netzwerk ganz normal drin und haben sogar jetzt eine Separierung vorgenommen. Ne? Also jetzt haben wir wirklich unsere Geräte voneinander netzwerktechnisch voneinander getrennt und können dort jetzt ganz einfach innerhalb kommunizieren. Dasselbe gilt natürlich auch nachher für unsere ganzen WLANs. Auch das möchte ich euch jetzt einmal abschließend noch kurz zeigen. Denn man kann die entsprechenden WLANs, hier ist jetzt ja von mir eins vorkonfiguriert, die entsprechenden WLANs kann man jetzt soweit dann in die einzelnen Netzwerksegmente einhängen, so dass dann auch wirklich die entsprechenden WLANs, die ihr definiert, da könnt ihr ja auch definieren. Es gibt einen Test-WLAN, es gibt einen Gäste-WLAN, dass man die in die entsprechenden Netzwerke einhängt. Das macht man hier unter Network. Da kann ich jetzt hier sagen WLAN und dann werden ab sofort, ich speichere jetzt nicht, weil ich ja hier gerade was teste, Netzwerk hängt jetzt dann zukünftig meine ganzen WLAN-Geräte in diesem Netzwerk. Das heißt, ihr könnt auch hier mehrere WLANs definieren, mit mehreren Netzwerken miteinander verknüpfen, Entschuldigung, mit einem Netzwerk jeweils verknüpfen, aber trotzdem mit mehreren WLANs zu mehreren Netzwerken verknüpfen, sodass man da eine weitere Separierung halt eben bekommt. Ganz wichtig für die Profile nochmal abschließend, jetzt nochmal das etwas höhere Level.
Man kann halt eben eigene Profile anlegen, wenn man beispielsweise irgendwelche Trunk-Ports definiert mit einem Edge-Router oder mit einem anderen Switch, der halt eben vielleicht nicht von Ubiquiti ist, kann man halt eben Trunk-Ports mit diesen Profilen definieren. Ich sage jetzt hier einfach mal Trunk 1 und ich möchte jetzt kein Power over Ethernet, ich möchte jetzt allerdings, dass das WLAN produktiv und das WLAN Labor zusammen halt eben auf Trunk 1 liegen. Das heißt, hat jetzt irgendeinen Namen, das hat jetzt den Trunk 1 Namen. Und dann werden die beide, jetzt gleich speichere ich, habe ich jetzt, ist einfach nur ein Profil und ich lege das jetzt auf einen Port, werden dann gemeinsam als Trunk-Port auf irgendeine der Ports definiert. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach mal auf den 24er Switch, mache das Ganze auf und wähle jetzt hier mal unten Port 24 aus. Fupp, gehen wir mal hier runter, Port 24, definieren, Switch-Profil, Fupp, Trunk 1, einfach mal überschreiben, fertig. Damit liegt jetzt nichts Besonderes auf der Maschine, auf diesem Port an. Ne? Damit liegt jetzt wirklich nur, wir haben es ja in den Profilen definiert, und das auch wirklich taggt, ganz wichtig, taggt das WLAN 10 und 20 an. Das heißt, ich könnte jetzt an diesem Port einen Switch packen, irgend so ein Netgear-Switch oder TP-Link-Switch, die halt eben WLAN können, und hätte jetzt zwischen diesem Port und dem Port auf dem muss natürlich auch konfiguriert werden, ein Trunk-Port liegen über das WLAN 10 und wie hieß es, 11 oder so, 20, ich habe keine Ahnung, hab's schon wieder vergessen. Ist auch nicht schlimm, aber so kann man hier Trunk-Ports definieren. Würde ich mich jetzt an diesem Port anschließen mit meinem PC, wird dabei nichts passieren gerade eben, weil einfach auf diesem Port wirklich nur dieser Trunk-Port definiert ist mit WLAN 10 und WLAN 11, sonst nichts. Da mein PC keine Tagged momentan beherrscht, wird dort erstmal nichts passieren. Mein PC wird von der Wand laufen. Bong. Ich kann keine Pakete lesen. Ne? Mehr wird erstmal da nicht passieren. So, das war einmal Netzwerkgrundlagen auf dem Ubiquiti-Gerät. Ich muss sagen, es funktioniert ziemlich gut. Es ist super einfach. Ihr seht, man kann die Ports hin und her definieren. Ich kann die WLANs, sage ich schon, ja, die WLANs definieren. Ich kann aber auch die WLANs definieren. Und das war jetzt wirklich so die Grundlage, womit man eigentlich 80% auf diesen Geräten halt eben arbeitet. Und ich muss sagen, dafür funktioniert das alles wirklich, wirklich gut und wirklich, wirklich einfach. Also dafür gibt es definitiv einen Daumen hoch von mir. Gefällt mir sehr, sehr gut, dass dieses ganze Software-Defined Networking auf den Ubiquiti-Geräten mit den ganzen Netzwerken dort so super geil funktioniert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.